Die gleichnamige Inselhauptstadt Kos ist Ausgangspunkt für unsere Touren. Der lebhafte Ort weist baulich einen orientalischen Einfluss auf, gehörte Kos doch 400 Jahre lang zum Osmanischen Reich, bevor die Insel 1912 italienisch und erst 1947 griechisch wurde. Den Einfluss der Kulturen sieht man deutlich im Zentrum, am Platz der Freiheit, dem Eleftheria Square. Zahlreiche Cafés, Bars, Restaurants und Souvenirshops finden sich hier im Umkreis. Viele Gebäude weisen noch Schäden von einem schweren Erdbeben in 2017 auf. So auch die Basilika Agia Paraskevi im Zentrum. Sie war 2021 deshalb noch geschlossen. Auch das Minarett der Defterdar-Moschee stürzte ein, sie wird gerade renoviert. Nahe dem Zentrum steht die Platane des Hippokrates. Der griechische Arzt soll den Baum vor über 2400 Jahren selbst gepflanzt haben. Sein Alter beträgt aber nur 500 Jahre, was der Geschichte aber keinen Abbruch tut. Direkt daneben findet sich eine Kreuzritterburg, das Nestasia-Kastell. Sie diente vor allem als Verteidigungsanlage gegen die Osmanen, ist aber auch des Erdbebens wegen geschlossen. Mitten in der Stadt findet sich ein großes Areal mit römischen Ruinen. Die Agora, der alte römische Marktplatz. Nicht nur für den Verkauf von Lebensmitteln, sondern damals sozialer Mittelpunkt des Lebens der Stadt. Die römische Agora lag unter der Altstadt von Kos, die 1933 bei dem Erdbeben vollständig zerstört wurde. Die Italiener nutzten dies und gruben die Reste wieder aus. Deswegen findet sich mitten in Kos eine alte römische Ruinenstadt. Auch das 2017er Erdbeben hat manches zerstört, dennoch lohnt ein Bummel durch die Anlagen. In der Antike standen hier unter anderem eine große Säulenhalle, Tempel und Basilika. Etwas abseits steht das Casa Romana, eine Rekonstruktion einer Villa aus römischer Zeit auf den Fundamenten dreier römischer Wohnhäuser mit den typischen Innenhöfen. Ausgegraben wurden die Reste nach dem 1933er Erdbeben. Mit 37 Räumen und 2300 Quadratmetern Fläche soll es sich um die größte römische Villa in ganz Griechenland gehandelt haben. Das westliche Ausgrabungsgelände lädt zum Schlendern zwischen den Ruinen ein. Wir sind auf dem ganzen Gelände die einzigen. Man wandelt auf Straßen aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, in dem noch die alten Spuren der Wagen zu erkennen sind. Erhalten sind mehrere durch Dächer geschützte Mosaiken, weitere sieht man noch unter der Erde hervorschauen. Und 17 der ehemals 81 Säulen stellten die italienischen Archäologen wieder auf, davon stehen nach dem Erdbeben aber nur noch 4.
Auch Theater durften in keiner römischen Stadt fehlen. In Kos haben Archäologen nur dessen kleinere Form, das Odeon, freigelegt. Eine schöne Zypressenallee führt auf das ehemals 750 Plätze umfassende Areal. Im Inneren des aus dem 2. Jahrhundert vor Christus stammenden Baus finden sich noch die Reste von Schankräumen. Pausen waren damals schon sehr wichtig. Und Fledermäuse fühlen sich in der Kühle auch wohl. Prägend für die Stadt ist zudem der Hafen. Hier liegen Fischereiboote, Sportboote und Yachten. Er ist Tourismusmagnet und ein kleiner Marinestützpunkt findet sich hier. Vom Hafen aus Richtung Hotel finden sich zahlreiche Restaurants direkt am Strand gelegen. Ideal für den Abend zum Essen, zumal Corona-bedingt sehr wenig los ist. Gegen später, nach einem guten typisch griechischen Essen mit einem Glas Wein, bietet sich ein Strandspaziergang zum Hotel an. Wir sind nahe dem Hauptort der Insel bei den Ruinen des Asklepeion. Mithin die wichtigste und bekannteste archäologische Stätte auf Kos. Sie waren keine Halbgötter in Weiß, sie waren einzig allein die Diener der Götter. Denn nur die konnten heilen, während die Ärzte im Altertum nur ihr Werkzeug waren. Das alles, das kann man hier im Asklepion erfahren. Asklepion ist die wichtigste Grabungsstätte auf der Insel Kos und war früher das größte Kur- und Heilzentrum der Welt. Kein Wunder, ist der berühmteste Sohn der Insel doch Hippokrates. Später die Römer, die führten die Kultur fort und widmeten die Anlage ihrem Gott Äskulap. Da die Gebäude an einem Hang liegen, wurde die Anlage auf mehreren Terrassen angelegt und über marmorne Freitreppen verbunden. Der älteste Teil, die mittlere Ebene, stammt vermutlich aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Hier fand der medizinische Betrieb statt. Zerstört wurde die Anlage letztendlich durch ein Erdbeben 554 nach Christus und diente fortan als Steinbruch. Asklepien waren ab dem 5. Jahrhundert vor Christus auch Heiligtümer zu Ehren des Gottes der Heilkunst Asklepios. Die Römer nannten ihn Aesculapius. Am Eingang findet sich ein schönes, schattig gelegenes Café. Bietet sich für eine Rast an, auch wenn die Preise für Touristen untypisch für Kos sind. 3 € für einen Espresso. Wir sind nahe Tigaki unterwegs. Hier liegt ein kleineres Sumpfgebiet, in dem sich bis Mitte Mai noch Flamingos tummeln. Vom Ufer des Elaix-Salzsees aus lassen sie sich aus der Ferne beobachten. In den letzten Jahren siedelten sich hier zahlreiche Wasservögel an
oder nutzen das Areal zum Überwintern. In heißen Sommermonaten ist der See zum großen Teil ausgetrocknet und wirkt aus der Entfernung sehr surreal. Es geht mit dem Boot zu einer Inseltour. Erster Stopp ist die nahe Kos gelegene kleine Insel Pserimos, ein beliebtes Ausflugsziel. Pserimos hat nur 24 Einwohner, in der Saison sind es bis zu 70. Zentrum der Insel ist die Sandbucht, Cafés und Tavernen liegen direkt am Strand. Die Menschen hier leben vom Tourismus, dem Fischfang und Anbau von Kapern. Die Insel Kalymnos. Ziel des heutigen Ausfluges ist ein felsiges, karges Eiland mit wenig Vegetation. Rund 16.000 Menschen leben hier, davon 90% in der Hauptstadt Potia und deren Einzugsgebiet. Tourismus spielt keine sehr große Rolle. Gern kommen wegen der bergigen Landschaft Sportkletterer hierher. Bekannt ist Kalymnos für seine Schwammtaucher. Rund 40 von ihnen gibt es noch. Sie verlassen ihre Heimat oft für Monate, um vor der afrikanischen Küste nach Schwämmen zu tauchen. Wichtiger noch ist jedoch der Fischfang. Rund 1000 Familien leben vom Thun- und Schwertfischfang. Wir sind zurück auf Kos und im Inselinneren unterwegs. Unser Ziel ist Paleopili. Man meint fast im Gebirge zu sein, ist dennoch gerade mal um die 400 Meter über dem Meeresspiegel. (1830) hat man den Ort nach einer Cholera-Epidemie verlassen. So verfielen die Gebäude im Laufe der Zeit. Meist finden sich nur noch Steinhaufen, die alten Kirchen, 3 an der Zahl, und einige Häuser stehen aber noch, werden heute wieder gesichert und erhalten. Dazwischen grasen Ziegen und oberhalb hat Georgios mit seinem Bruder Michalis auf einer Hügelkuppe eine Taverne für die Besucher eingerichtet. Man sitzt in freier Natur und genießt den Ausblick. Manchmal gibt es außer Kaffee und Softdrinks auch Zicklein aus dem Backofen.
Gegenüber thronen über allem die Reste einer ehemals recht beeindruckenden Ritterburg. Der Weg zur Burgruine geht steil den Berg hinauf und dauert etwa 20 Minuten. Erbaut im 11. Jahrhundert von den Byzantinern, wurde sie später von den Kreuzrittern benutzt. Weit reicht der Blick über die Küstenebene bis zur kleinasiatischen Küste. Wir sind in Antimachia, abseits gelegen und damit wenig besucht. Eine 970 Meter lange Ringmauer umgibt die Festung noch heute, innen ist aber nahezu alles verfallen, bis auf 2 schlichte Kapellen. Sie wurde vom Johanniterorden im 14. Jahrhundert gegründet. Vorher befand sich hier eine byzantinische Burg. Die Wehrmauer umfasste 970 Meter, im Inneren die Fläche 2,6 Hektar. Die Burg konnte von nur wenigen Menschen gut verteidigt werden, so widerstand sie im 15. und 16. Jahrhundert zahlreichen Angriffen der Osmanen. Bei einer 23-tägigen Belagerung kamen gerade mal 15 Menschen der Verteidiger ums Leben, aber über 1000 der Angreifer. Ausgangspunkt für eine Tour auf einer Halbinsel ganz im Westen gelegen ist das älteste Dorf auf Kos, nach der die Region ihren Namen hat, die Kefalos-Halbinsel. Die Geschichte von Kefalos, respektive der älteren Hauptstadt der Insel Astypaleia, die eben an dieser Stelle stand, reicht bis in mykenische Zeit zurück, also aus dem Zeitraum um 1600 bis 1050 vor Christus. Heute suchen Gäste jedoch vor allem die schönen Strände und Tavernen auf. Der äußerste Westen von Kos gehört noch ganz der Natur. Hier finden sich Hirten, Schafe und Ziegen, meist alleine unterwegs. Weite Teile der Halbinsel gelten landschaftlich als einer der schönsten Landstriche von Kos. Eine sonnenverbrannte, wunderbare Landschaft mit langen, unberührten Stränden, die meist nur über Pisten erreichbar sind. An Besiedlungen finden sich einige Tavernen, Kirchen und Klosterruinen, mehr nicht.
Kardamena, an der Südküste gelegen, war einst ein kleines Fischerdorf. Davon ist heute nur mehr wenig zu spüren. Das Städtchen ist touristisch vor allem in englischer Hand. Für uns ist der Ort Ausgangspunkt für eine Schifffahrt zur Vulkaninsel Nisyros. Die Fahrt mit der Fähre zur Insel Nisyros dauert etwa 1 Stunde. Auf dem Weg zum Kraterinneren lohnt ein Besuch des Örtchen Nikia, gelegen auf dem Kraterrand. Schmale Gassen führen zu einem schönen Dorfplatz, dem Porta Nikia. Hier kann man einen Espresso schlürfen oder auch ein Gläschen Wein genießen. Direkt am zentralen Platz liegt eine schöne Kirche, die sich besichtigen lässt. Weiter das schmale Gässchen entlang folgt ein schöner Blick auf den Krater. Nisyros ist Teil eines riesigen Vulkanareals, zu dem auch Kos, Santorin und weitere Inseln gehören. In der Caldera befinden sich einige Nebenkrater, die sich besuchen lassen. Man kann in den größten von ihnen herabsteigen, den Stephanos-Krater. Er misst etwa 250 x 350 Meter. Sein Boden und die Wände sind von Schwefelausblühungen gelb gefärbt und es riecht intensiv nach Schwefelwasserstoff, also faulen Eiern. Aus Erdspalten steigen Dämpfe auf, der Boden selbst ist recht warm mit 70 bis 80 Grad Celsius. Das merkt man, wenn man länger stehen bleibt. Die ganze Insel ist ein Vulkan, der derzeit ruht. Er misst etwa 8 Kilometer im Durchmesser, die Caldera selber 4 Kilometer. Der letzte Ausbruch fand 1887 statt. 1995 setzte eine starke Bodenaufwölbung der ganzen Insel ein, die aber 1999 endete, vorerst. Es bleibt noch Zeit für den Hauptort Mandraki, bevor die Fähre wieder ablegt. Mehrere Tavernen und Cafés laden zum Verweilen ein. Und an jeder Ecke finden sich zwischen bunten Bougainvillen und blauen Türen dösende Katzen. Typisch für das Land. Schön ist, dass sich die Läden doch deutlich von vielen anderen etwa auf Kos unterscheiden. Meist handelt es sich tatsächlich um griechische Produkte und Handarbeit. Hier hat jeder Laden unterschiedliche Waren anzubieten, Voraussetzung für eine Genehmigung der Gemeinde.
Auf Kos haben wir nahe Mastiachari im Zentrum der Insel den Hippokratesgarten am Ende einer staubigen Piste entdeckt. Eine koische Familie hat einige griechische Häuser nachgebaut, um zu zeigen, wie eine wohlhabende Familie vor bald 2400 Jahren gelebt haben soll. Man kann so etwas in das antike Griechenland eintauchen, sollte es aber nicht zu sehr von der wissenschaftlichen Seite betrachten. Dennoch schön gemacht. Zugleich hat man einen kleinen botanischen Garten mit Heilkräutern zu Zeiten des Hippokrates angebaut und vertreibt sie auch. Sonnenbaden und Schwimmen in Mittelalterruinen ist in Agios Stephanos Beach angesagt. Direkt am Strand liegen die Ruinen der frühchristlichen Basilika Agios Stephanos. Nicht abgesperrt, sondern voll in den Strand integriert. Man kann ohne weiteres auch sein Badetuch zwischen den Ruinen platzieren. Italienische Archäologen legten die Reste 1932 frei und stellten auch einige der Granitsäulen wieder auf. Erbaut wurde die Basilika um 500 nach Christus. Vorgelagert auf einer kleinen Felseninsel liegt die kleine Nikolauskapelle. Man kann zu ihr hinschwimmen. Sie ist dem Schutzheiligen der Seeleute gewidmet. Sia gilt als das Vorzeigedorf der Insel. Von der Stadt Kos aus sind es rund 20 Kilometer auf kurvenreichen Straßen. Alle fahren hinauf, so auch wir. Was in der Hochsaison dann los ist, möchte man sich lieber nicht vorstellen. Sia zählt mehr Souvenirgeschäfte und Restaurants als Einwohner. Dennoch, es lohnt sich und es war auch wenig los. Abends soll man von hier aus den schönsten Sonnenuntergang auf Kos erleben. Am besten in der Sunshine Taverne. Und das bei einem landestypischen Essen. Griechischer Salat, Tzatziki, gefüllte Paprika, Knoblauchbrot und Gyros. Dazu ein Rotwein. Ein guter Abschluss.
Die Insel Kos ist vor allem für ihre Sandstrände bekannt. Aber sie bietet mehr als nur das. Kultur, Geschichte, Wanderwege, ursprüngliche Landschaften, gutes Essen und Gastfreundschaft. Was will man mehr?